Heute nähen wir diese süße Wendeweste mit eingepaspelten Kanten und Paspeltaschen im Vorderteil. Das Schnittmuster könnt ihr euch über den Link in der Beschreibung herunterladen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom Do-It-Yourself-Modelabel Juliana Matejevs und heute zeige ich euch, wie ihr euch diese coole Steppweste nähen könnt. Das Coole ist, dass es sich um eine Wendeweste handelt, das heißt, ihr könnt sie von beiden Seiten tragen und mit ganz vielen verschiedenen Outfits kombinieren. Sie ist sehr einfach zu nähen, besonders wenn ihr noch auf die Paspeltaschen verzichtet, dann ist sie auch für absolute Anfänger an der Nähmaschine geeignet. Wenn ihr Nähanfänger seid, dann schaut doch super gerne einmal vorab unser Grundlagen-Näh-Tutorial, denn da erkläre ich euch alle Basics an der Nähmaschine und ihr lernt eure erste Naht zu fertigen. Und dann kann es anschließend hier weitergehen. Macht direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt auch so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster hierzu könnt ihr euch direkt unten in der Beschreibung herunterladen als PDF und zu Hause ausdrucken oder euch als Papierschnittmuster zuschicken lassen. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch auch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt. Das würde sehr helfen. Und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil der zukünftigen Do-It-Yourself-Kollektionen und Schnittmuster mehr verpassen. Also ganz viel Spaß beim Steppen und Nähen! Wenn ihr die Weste auch selber quilten wollt, so wie ich es euch hier zeige, dann befolgt genau diese Schritte. Beim Zuschneiden des Volumenvlieses lassen wir genau die Abnäher frei, also die schneiden wir im Volumenvlies aus, damit es dort dann später, wenn wir den Abnäher geschlossen haben, nicht zu dick wird. Und bügeln dann einmal komplett auf unsere Vorderteile und unser Rückteil den Volumenvlies auf, sodass er gut hält. Um die Teile zu quilten, müssen wir uns als erstes unsere Linien, die wir quilten möchten, auf unseren Stoff übertragen. Das können wir hier auf die linke Stoffseite machen oder wenn ihr möchtet auch auf die rechte Stoffseite, dann müsst ihr nur sicherstellen, dass euer Markierstift sich wegwaschen oder wegbügeln lässt. Nehmt dann euren Schnitt dazu und markiert jetzt einmal alle eure Linien, die dort zu sehen sind, auf eurem Stoff. Die sollten alle parallel voneinander verlaufen. Und genau die steppen wir dann gleich mit der Nähmaschine ab. Wir verriegeln am Anfang und am Ende und nähen dann möglichst gerade. Nutzt dafür entweder einen Doppelsteppstich mit einer Stichlänge von mindestens 2,5, kann aber auch gerne größer sein. Oder wenn ihr möchtet, dann auch super gerne einen Quiltstich, zum Beispiel so einen dreifach genähten doppelten Steppstich. Dann wird das Ganze auf der rechten Seite etwas auffälliger. Steppt dann jetzt nach und nach über alle eure markierten Quiltlinien auf allen zugeschnittenen Teilen, die ihr auch mit Einlage beklebt habt, also für das Innere der Weste und das Äußere. Und über die Abnäher könnt ihr dann für jetzt erstmal einfach drüber steppen, denn die schließen wir anschließend. Dann können wir die Abnäher als nächstes nähen. Dafür falte ich mir meine Abnäherschenkel, die man hier ja jetzt gut sieht, weil genau dort der Volumenvlies endet, rechts aufeinander, sodass die Schenkel genau aufeinander liegen. Stecke mir dort Stecknadeln durch und markiere mir auch mit einer Quernadel den Endpunkt von meinem Abnäher, also die Abnäherspitze. Und dann werde ich einmal von dem Schenkel bis zur Spitze nähen und das Ganze mache ich auf beiden Seiten. Wenn ihr mit einem vorgequilteten Stoff arbeitet, dann befolgt ab jetzt hier genau die Schritte, die ich jetzt vormache. Alle Schritte sind ab jetzt dieselben. Ab jetzt nähe ich mit einer Stichlänge von 2,5 und einem Doppelsteppstich. Ich nähe jetzt auf die Spitze zu und verriegle dort. Habe einen möglichst sanften Verlauf gewählt am Ende, denn dann fügt sich der Abnäher am schönsten ein. So sieht das Ganze jetzt aus. Von der rechten Seite so und man sieht, jetzt wird das Teil auch dreidimensional. Ich platziere dann meinen Rückteil mit der rechten Stoffseite nach oben vor mir und lege mein Vorderteil mit der rechten Seite darauf. Beide Stofflagen liegen jetzt also rechts aufeinander und ich stecke mir jetzt als nächstes die Schulterstrecken und die Seitennähte aufeinander. Die Schritte, die ich jetzt gerade vorgemacht habe mit den Abnähern und die jetzt mit den Schulternähten und den Seitennähten, könnt ihr auch genauso bei den Teilen für eure innere Weste wiederholen. Auch da schließen wir jetzt die Schulternähte und stecken dann auch einmal die Seitennähte aufeinander und werden die auch bei beiden Seiten, bei der inneren und äußeren Weste schließen.
Wir nähen die Schulter- und die Seitennähte mit einer Nahtzugabe von 1 cm und verriegeln jeweils am Anfang und am Ende der Naht. Dann wird gebügelt. Die Abnäherinhalte bügeln wir nach oben jeweils, gerne auch mit etwas Dampf. Und die Nahtzugaben der Schulternähte und der Seitennähte bügeln wir jeweils auseinander. Dann markiert euch bitte als nächstes auf der rechten Stoffseite die mittlere Linie von eurer Paspeltasche. Macht das möglichst genau, auch der Anfang und der Endpunkt sollte komplett stimmen. Das Ganze geschieht jetzt auf der äußeren Westenseite, also entscheidet euch jetzt spätestens, welche ihr außen haben möchtet und legt dann eure beiden Streifen, die für eure jeweilige Paspeltasche gemacht sind, genau an dieser gerade eingezeichneten Linie an. Also ich lege jetzt hier den unteren Streifen an und der wird genau mit der oberen Seite an der Linie platziert. Und ich stecke mir jetzt Quernadeln genau am Anfang und Endpunkt von meiner Linie, sodass hier die richtige Länge schon einmal markiert ist. Und dann nehme ich mir noch meinen zweiten Streifen dazu und lege den genau oben an, sodass die Streifen genau aufeinander stoßen. Und hier sozusagen die untere Seite vom Streifen genau an der Markierungslinie liegt. Und auch hier markiere ich mir jetzt einmal genau Anfang und Ende der Linie. Und dann nähe ich 2 Nähte, und zwar einmal genau hier von Nadel zu Nadel und auf dem oberen Streifen auch von Nadel zu Nadel. Und das in einem Abstand von einer Füßchenbreite zur Linie. Genau bei meiner Nadel fange ich dann an zu nähen und ich verriegel am Anfang und am Ende auch. Mache das jetzt möglichst genau. Beide Streifen, wo ihr jetzt anfangt zu nähen, also auf diesem und dann gleich noch auf dem nächsten, die sollten genau auf einer Höhe anfangen und enden, die Nähte. Auch hier am Ende verriegel ich wieder und schneide meinen Faden dann ab. Das wiederhole ich jetzt noch auf meinem anderen Streifen. Das könnt ihr auch auf beiden Seiten eurer Weste genau gleich vorbereiten. Anschließend öffnen wir dann einmal die Weste und schauen von der linken Stoffseite darauf. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben 2 parallele Nähte gefertigt. Und jetzt markieren wir uns genau zwischen diesen beiden Nähten auf der Hälfte in einem Abstand von 1 cm links und rechts zur Kante einen Punkt rechts und links und verbinden ihn dann mit einer geraden Linie. Das ist nämlich jetzt unsere Einschnittstelle. Dann nehmen wir uns unsere Schere dazu. Ich falte mir den Stoff jetzt etwas, damit ich hier einen Einstieg finden kann. Und wichtig ist, dass ihr jetzt nur in den Oberstoff und die Watte schneidet, nicht nochmal in die Paspel. So, dann suche ich mir hier in der Mitte einfach einen Anfangspunkt, schneide ab da einmal meiner Linie entlang, die ich gerade eingezeichnet habe, bis zu dem äußeren Punkt. Das mache ich zu beiden Seiten. Und wenn ich dann genau bis zu diesen Punkten geschnitten habe, dann kann ich von diesen Punkten ausgehend noch einmal schräg bis zu meinen Ecken schneiden. Also genau dort, wo ich eben verriegelt habe bei meiner letzten Naht, schneide ich jetzt schräg ein. Das mache ich an allen 4 Ecken. Einmal hier. Macht das wirklich möglichst genau und schneidet möglichst nah heran. Und wiederholt das in allen Ecken und auch noch bei eurer anderen Tasche.
So sollte das jetzt aussehen. Durch diese Öffnung können wir nämlich jetzt unsere Paspelstreifen auf die linke Stoffseite ziehen. Das machen wir jetzt und stülpen beide Paspeln einmal um. Auch die Seiten können komplett im Inneren der Weste verschwinden. So sieht das dann schon mal grob aus. Und dann geht es ans Formen der Paspel. Legt euren Stoff jetzt genau um die Nahtzugaben herum. Und schaut, dass seitlich hier auch ein gleicher Abstand von der Paspel eingehalten wird. Und steckt dann im Schatten der Naht eure Paspel einmal fest. Ihr merkt, das Ganze nimmt schon langsam richtig Form an. Man kann die Paspeln der Tasche schon richtig gut erkennen. Und das könnt ihr dann bei allen Paspeln einmal wiederholen. So sehen die Paspeln dann aus, wenn sie komplett festgesteckt sind. Guckt, dass auch die Seiten keine unschönen Falten bilden. Und dann können wir als nächstes einmal im Schatten der Naht mit der Nähmaschine nähen. Das heißt, wir beginnen hier genau am Anfang unserer Paspel und nähen bis zum Ende. Und nähen genau auf der Rückseite von unserer Naht, wo wir den Streifen angenäht haben, sodass die Naht, die wir jetzt nähen, quasi gleich unsichtbar ist. Verriegelt am Anfang und am Ende und näht dann alle eure gesteckten Paspelstreifen für die Taschen jetzt einmal komplett an. Jetzt kümmern wir uns noch um die seitlichen kurzen Strecken, denn da ist ja jetzt aktuell immer noch ein Loch. Wir schauen einmal, dass die Nahtzugaben von unserem Oberstoff komplett nach links umgefaltet sind. Ein schöner rechter Winkel auf beiden Seiten der Tasche entsteht. Und hier die Spitze schön auf unseren ordentlich gefalteten Paspelstreifen liegt. Das sollte so aussehen. Und dann nähen wir hier einmal ganz gerade runter, nur diese ganz kurze Strecke und schließen damit die Lücke, die da noch ist. Achtet darauf, dass ihr auf beiden Seiten keine Falten in die Paspel näht. Auch hier nähen wir einmal gerade runter. Wir nähen jetzt möglichst in einer Linie von dem Stoff, wo wir ihn jetzt quasi umgefaltet haben, also am Anfang und am Ende der äußeren Kanten von dem Dreieck und verriegeln auch am Anfang und am Ende. Je näher ihr da genau an den Ecken näht, die ihr da eingeschnitten habt, desto besser und desto ordentlicher wird die Tasche. Hier kann man es nochmal ganz gut erkennen. Ich habe hier gerade runter genäht. Von der rechten Seite sieht das Ganze dann so aus. Sehr schön ordentlich. Dann können wir als nächstes unsere Taschenbeutel annähen. Dafür schauen wir jetzt auch einmal von der linken Seite auf unsere Weste und platzieren jetzt den unteren und oberen Taschenbeutel an unserer Paspel. Ich lege mir jetzt gerade den oberen Taschenbeutel mit der rechten Seite zu meiner linken Westenseite hin und stecke die oberen Kanten genau aufeinander. Die schließen miteinander ab. Hier nähe ich dann gleich einmal lang. Ich klappe mir den dann jetzt einmal hoch und werde jetzt ebenfalls meinen unteren Taschenbeutel an die Paspel stecken und zwar ebenfalls mit der rechten Seite nach unten. Die unteren Kanten schließen jetzt ebenfalls genau miteinander ab. Ich stecke mir den Beutel hier komplett einmal fest und nähe auch gleich diese Strecke einmal von links nach rechts gerade ab. Wenn ich das dann umklappe später, sieht das so aus. Beide Beutel liegen genau aufeinander.
Und die beiden gesteckten Nähte pro Tasche, die schließen wir jetzt einfach mit einer geraden Naht von ganz außen bis zur anderen Kante im Abstand von 1 cm zur Kante rechts. So sieht unsere Tasche dann jetzt aus. Wenn ihr jetzt einmal den oberen Taschenbeutel nach oben klappt, dann bügelt bitte einmal den unteren Taschenbeutel und zwar so, dass die Nahtzugaben nach unten zeigen und er ganz glatt liegt. Faltet dann euren oberen Taschenbeutel darüber und steckt euch einmal die 3 Seiten, die jetzt noch offen sind, aufeinander. Also die beiden seitlichen kurzen Kanten und die untere geschwungene Kante. Denn diese 3 Strecken wollen wir jetzt auch noch einmal schließen, damit auch nichts aus der Tasche herausfallen kann. Und dann sind wir gleich fertig mit unserer Paspeltasche. Wir fangen jetzt hier auf der einen Seite an und zwar genau an der oberen Kante von unserem Taschenbeutel. Da verriegeln wir, nähen jetzt auch nochmal über die Paspel darüber. Guckt, dass ihr die Weste jetzt nicht mit erwischt, sondern die ganze Zeit nur auf dem Taschenbeutel näht. In der Ecke lasse ich die Nadel stecken. Hebe meinen Nähfuß, drehe den Stoff dann in die nächste Richtung, nähe dann unten die Rundung, fertige die nächste Ecke, gucke auch hier, dass ich nur auf dem Taschenbeutel nähe, senke meinen Nähfuß wieder und nähe dann bis ganz oben zur oberen Kante meiner aufeinanderliegenden Taschenbeutel. Dort verriegel ich wieder und dann ist das geschafft. So, dann haben wir jetzt also 2 einzelne Westen erstellt. Eine mit Paspeltaschen, wenn ihr die nicht weggelassen habt, und eine ohne. Beide Westen stecken wir jetzt genau ineinander, sodass die Schulternähte genau aufeinander liegen und die Seitennähte auch genau aufeinander liegen. Die Wattierungsseiten treffen aufeinander, das heißt, die Westen liegen links aufeinander. Und wir stecken jetzt einmal Stecknadeln um die gesamte Kante unserer Weste. Guckt, dass die Nahtzugaben dabei auch immer noch auseinander liegen, wie wir sie vorhin gebügelt haben, und steckt dann einmal die komplette Strecke. Steckt auch die Armlöcher einmal aufeinander, sodass auch hier die Kanten genau miteinander abschließen und achtet auch hier wieder auf die auseinandergebügelten Nahtzugaben. Damit das gleich mit dem Einpaspeln dieser offenen Kanten einfacher wird, das machen wir einmal komplett ringsherum, werden wir jetzt auch einmal ringsherum alle Kanten mit einem Abstand von so 3-4 mm zur Kante absteppen mit der Nähmaschine, damit die schon mal aufeinander gesichert sind. Dann ist es gleich deutlich einfacher, die Paspel anzubringen und auch immer beide Lagen zu erwischen. Macht das gleiche anschließend auch noch bei euren Armlöchern. Am Beispiel des Armlochs zeige ich euch jetzt auch, wie das Einpaspeln geht. Links habe ich es gerade schon gemacht, damit ihr wisst, was euch jetzt erwartet. Auf der rechten Seite hier mache ich es jetzt genau vor, Schritt für Schritt. Ihr könnt mit einem gekauften Schrägband arbeiten oder ihr habt es wie in eurem E-Book gelesen, zugeschnitten aus eurem Oberstoff. In jedem Fall platzieren wir jetzt das Schrägband genau Kante an Kante, rechts auf rechts an unserer einzupaspelnden Strecke. Hier also das Armloch. Den ersten Zentimeter falten wir dabei nach oben um. Kontrolliert doch vorher, ob ihr einmal genug Schrägband habt für die Strecke. Denn wir nähen jetzt mit einer Naht einmal ringsherum um das Armloch, kommen dann wieder da an, wo wir angefangen haben. Hier wird das Schrägband dann enden und das nehmen wir uns jetzt genauso einmal mit an die Nähmaschine. Bei unserem nach oben umgeschlagenen Zentimeter fangen wir jetzt an zu nähen. Wir nähen füßchenbreit von unserer Kante entfernt, fangen an zu verriegeln
und führen dann unseren Schrägstreifen die ganze Zeit Kante an Kante um das Armloch herum und nähen ihn dabei fest. Ihr dürft sogar ganz, ganz leicht an dem Schrägstreifen ziehen. Der ist ja elastisch, weil er eben im schrägen Fadenlauf zugeschnitten ist. Wenn ihr ganz leicht daran zieht, dann legt er sich gleich noch schöner um die Ecke herum. Dann sieht man hier, ich komme jetzt wieder da an, wo ich angefangen habe. Lege mir jetzt meinen Schrägstreifen noch genau über den Start. Dann ist mein Streifen hier zum Beispiel auch etwas länger als nötig. Ich gucke aber, dass alle Lagen hier noch schön glatt aufeinander liegen. Nehme mir dann einmal meine Schere dazu und schneide den Streifen dann so 2-3 cm nach dem umgeschlagenen Beginn am Anfang ab und nähe den Streifen dann einmal fest. Bis zum Ende, verriegel dann und schneide meinen Faden ab. So sieht es aus, nachdem ich meinen Schrägstreifen jetzt angenäht habe. Den möchten wir uns jetzt zur anderen Westenseite umschlagen, und zwar doppelt. Ich falte ihn erst einmal 1 cm ein, falte ihn dann noch einmal einen weiteren Zentimeter um und die Bruchkante, die platziere ich jetzt genau so, dass die Kante, die Naht, die man da noch sieht, die wir eben genutzt haben, genau verdeckt. Dann stecke ich mir ein paar Quernadeln, um den umgefalteten Schrägstreifen zu befestigen. Und mache das genauso ringsherum um das komplette Armloch. Am besten steckt ihr die Nadeln von der äußeren Westenseite, da wo wir die Paspel eben angenäht haben. Denn auch von dieser Seite nähen wir gleich wieder an der Nähmaschine und steppen auch hier wieder, wie wir es vorhin bei der Paspeltasche gemacht haben, genau im Nahtschatten. Wichtig ist beim Stecken jetzt noch, dass die Paspel ringsherum gleichmäßig breit ist. Kontrolliert das auch gerne zwischendurch immer mal wieder mit einem Handmaß oder Maßband. Je gleichmäßiger, desto schöner wird es am Ende aussehen. Ja, und wenn ihr dann ringsherum alles festgesteckt habt, dann nähen wir auch einmal komplett hier im Kreis. Wir nähen jetzt also von der Seite, wo auch unsere Tasche genäht wurde, und platzieren unsere Nadel genau im Nahtschatten. Da verriegeln wir und nähen jetzt ringsherum um die Tasche herum. Und während wir jetzt hier von rechts nähen, fassen wir auf der linken Seite die umgeschlagene Kante direkt mit ein, so dass da jetzt alles geschlossen ist. Macht das am besten relativ langsam und näht nicht auf den Schrägstreifen hier drauf, denn diese Naht soll möglichst unsichtbar bleiben und im Nahtschatten verschwinden. Und näht dann so lange, bis ihr wieder da angekommen seid, wo ihr angefangen habt. Und wiederholt das Ganze dann auch noch am anderen Armloch. Dann haben wir nur noch eine ganz lange Strecke offen, die wir genauso verarbeiten wie die Armlöcher auch. Nur gibt es da eine Besonderheit, und zwar, dass wir noch unser Gummiband platzieren müssen, mit dem wir die Weste dann später schließen. Dafür gibt es einen Knips im Vorderteil. Macht in das eine Gummibandende gerne einen kleinen Knoten, genau an das Ende, und platziert dann, so wie ich es hier mache, eure Gummibänder auf eurer Weste. Und näht es da doch jetzt mit ein paar Stichen einmal an, damit das schon mal befestigt ist. Denn wenn ihr jetzt den Schrägstreifen ringsherum annäht, dann wird das Gummiband direkt zwischen Weste und Schrägstreifen mit eingefasst. Ansonsten geht alles genauso wie eben. Ich mache euch hier den Anfang noch einmal vor, den Rest könnt ihr dann alleine. Ich falte den ersten Zentimeter, den beginne ich hier in der hinteren Mitte, einmal nach oben um. Lege mir dann meinen Schrägstreifen genau an der Kante an und nähe jetzt bis zum Vorderteil die Kante herunter um den Saum herum, die andere vordere Kante wieder hoch bis ins Halsloch, und da komme ich dann wieder an. Ich mache das jetzt einmal ringsherum, und auch die Schritte, die folgen mit der inneren Seite, sind genauso wie beim Armloch auch. Dann war das die letzte Naht, schließt noch eure Schleife und dann habt ihr es geschafft, eure Wendeweste ist fertig.
Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Mitnähen wie ich hier beim Drehen und Vormachen. Mich würde es mega interessieren, für welche Stoffe ihr euch entschieden habt, für die innere und äußere Weste und ja, wie ihr diese miteinander kombiniert habt. Teilt doch super gerne eure Resultate unter dem Hashtag JulianaMatthäus_me und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir gemeinsam nähen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer passenden Hose oder einem passenden Rock wie der Leslie Pants oder dem Mimi Skirt? Ich freue mich auf euch, fühlt euch gedrückt und bis bald!